Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge WWE 2k19. Wir haben jetzt in der letzten Folge unseren eigenen Titel kreiert, weil The Miz ein Spasti ist und wir keine Titelchance bekommen. Aber ja, wir machen weiter in die nächste Woche. Wir haben einen Titel kreiert, den wir nur in Steel Cage verteidigen dürfen. I am The Miz! And this is my lovely wife, Maurice. Say something to the audience, Maurice. That was wonderful, honey. You truly bring so much to the table and are certainly not just window dressing whose sole purpose of being in WWE is to follow me around from town to town, ironing my weird Matrix cloak dress that I wear. When my hand goes up, your mouth goes shut. When my right foot goes in, your right foot goes out. When my right foot goes in, you shake it all about. You do the stupid Miz dance and you turn yourself around. That's what it's all about. Because I'm The Miz and I'm awful. Oh, da kommt der Miz. Since apparently our GM either thinks this is funny, which is impossible, or is just not paying attention to his own show, I am this close to dialing 911 to report 2 counts of aggravated character assassination. Whoa, Miz. Sasha and I were just having a little bit of fun out here. No need to go overboard. I mean, besides, you didn't even let me get to the best part. Other than showing everybody how big of a goof you are, the whole point of tonight was to debut my new singles title. Weil so schlecht schaut er gar nicht aus. You see, since you refused to give me an Intercontinental title shot, and then Triple H backed your little scheme with loser Bo Dallas, I was forced to make a title of my own. You created your own title? Wow. What do you think this is? WWE 2k19? This is real life. It's not pretend time. You don't get to make up your titles. In fact, this is the most pathetic thing I've ever seen. And I've seen your matches on the indies. You want to talk about pathetic? I think someone who refuses to defend their title, that's pathetic. Because even though this championship is brand new, it already holds more value than yours because I'm not going to hide behind it. I'm going to defend it against anyone at any time. All right, champ. I have someone you can defend your made-up title against. Someone who's still waiting for payback for a broken guitar. Come on, Elias. Krieg auf die Fresse. Anyone at any time. But you didn't give me a chance to explain that my title has some special conditions for how it must be defended. What do you mean? Like the matches can only be held in high school gyms? Or there can't be more than 200 people in attendance? Mehr als die deine Matches sehen wollen. Not exactly. My title will only be defended in steel cage matches. Ich möchte immer noch gerne Alexa Bliss nehmen, aber nicht Sasha Banks. Alexa Bliss ist einfach besser als die Sasha Banks. Aber ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. The championship is up for grabs. Coming up next, we have a real fan favorite versus a formidable opponent. Title's on the line, and here we go. Wir haben jetzt ein Steel Cage Match. Ich habe erst ein Steel Cage Match in WWE 2k19 gemacht, zum Spaß. Und es ist eigentlich nur gewonnen, weil ich durch die Tür gegangen bin und der andere rausgeklettert ist, aber scheiß drauf. Besser als dieser Misches Matches, bin ich mir ganz sicher. So, wir überspringen das alles.
Der Mist kann uns somit nicht auf den Sack gehen. Ich hätte auch aber eher lieber ein Hell in a Cell Match gehabt als ein Steel Cage Match. I can't believe Buzz just Spieler sprung muss this title gewinnen. match stipulation on Elias. It's completely unfair. I actually think it's kind of nice to see Buzz pull one over on his opponents for a Gewinne change. jetzt den Titel. I agree. We're so Verteidigen accustomed to wir. seeing Buzz Ist at er a mehr wert als die disadvantage. der von der Finally Miz? tonight, he gets a match on his terms. I thought broadcast journalists weren't supposed to be biased, but I guess I was wrong. Nailed it. Countert. Hat er noch 2 Counter übrig. Ah, da ist zu viel gecountert, weil er irgendwie gebackt hat. Autsch. Ich hab gecountert, aber den Tritt hat er trotzdem abbekommen, oder wie? So. Oh my God. Meinen ehemaligen Finisher bekommst du ab. Bin mir ziemlich sicher, der tut immer noch weh. Da countert er nochmal. Steh auf, steh auf. So. Da kann er wieder. Und jetzt können wir ihn nicht countern. Wir haben ja gleich unseren Counter wieder. Und zwar Call me jetzt. crazy, but this might be one of those rare instances where the champion actually enters the match as the underdog. I know it sounds odd, but it really seems like the champ is up against a headwind here. Ooh, what impact. Lass mal die Scheiße, Junge. Oh, nasty impact. Vielleicht funktioniert es hier nicht. Punched him right in the mouth. Relentless. Boom, right in the button. Ja. Just Nein, punched him right denkst in du the echt, du mouth. kommst Relentless. so leicht raus? Enough already. Not with me, Alter. Not with me. Da countert er. Wir haben aber auch You're unseren not Counter crazy, wieder. Byron. The champ certainly has an uphill battle here, and while it's rare, we have seen the challenger head into the match. Elias with the early cover. Wasted no time. And the champ kicks out. Not even close. Ich hätte dagegen gehabt, dass er auch nur gewinnen kann, wenn man rausklettert und nicht durch Pin. Oh boy, he is Ich finde, es nimmt ein bisschen Spaß weg von den Höllen, also Spannung weg von den Höllen im Cell-Match, wenn man pinnen Punched him kann. right in the mouth. Relentless. Steel Cage Match, sorry. So, He's playing with him hoch mit now. dir. Stay down, man. Jumping knee strike on point. But he's got to capitalize now. So. Nochmal. Komm her. He'd be wise to stay right there. What does Buzz have? Boom! And the odds just swung in Buzz's favor. If that doesn't end this match, I don't know Na, what schauen wir, will. ob wir rausklettern können. Stehst du auf den obersten Seil oder oben auf den Käfig, kannst du dich jetzt bewegen und angreifen. Bevor du den Käfig verlässt, bewege dich mit LS die Seile um den oberen Rand des Stahlkäfigs entlang. Einen Gegner, der nach oben klettert, kannst du mit X oder A angreifen. Mit X kannst du außerdem auf den Gegner im Ring springen. Rüste das Talent Käfig Teufelskerl aus, um von oben den Käfigrand auf den Käfigrand auf den Gegner zu springen. Haben wir leider nicht. Drücke LB, um das Hochklettern des Minispiels zu starten. Drücke wiederholt. Ich musste niesen, sorry. Drücke wiederholt die angezeigte Taste, um die Anzeige zu füllen und die Richtung Freiheit zu klettern. Hast du den oberen Rand erreicht, drücke LB, um aus dem Käfig zu entkommen. Du kannst nicht aus dem Käfig kommen, wenn aus Käfigklettern in den ersten Match ausgeschaltet wurde. Jetzt ist nicht. Drücke RB, um das Minispiel abzubrechen. Mit B kannst du in Richtung Ring absteigen. Okay. Ja. Hopp. Sind wir gleich unten. Gib Gas, gib Gas. Oh! Nee. You gotta believe this one's over.
No, reverses it. So. Mal gecountert. Und wir fliegen jetzt mal. Würde ich mal sagen. So. Bis der jetzt oben ist, sind wir schon unten. Also bis er aufgestanden ist. War pretty easy, würde ich mal sagen. Wir sind immer noch im grünen Bereich. Elias, du bist einfach scheiße. Nix kannst du. Auch wenn ich ihn eigentlich in Real Life mag. Also es gibt schlechtere als ihn eigentlich in Real Life. Aber easy win, nur Elias richtig auf die Fresse bekommen. Mein Titel ist jetzt mehr wert als der von The Miz, weil ich verteidige ihn. Ja, Replays brauchen wir sich anschauen, das einzige war der Signaturmove, der Finisher. Aber ja. Epic. Verkackt, Elias. Ich sollte draußen zelebrieren, weil ich bin rausgerannt. So schlecht schaut der Titel eigentlich echt nicht aus. And there's your winner. So. That was simply a case of one guy determined to prove his dominance over another. Ja, das war's kind of wirklich. action we've come to expect here on Raw. What an amazing match. Gehen wir weiter. Oh. Gucken wir mal. Das ist actually sogar die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Weil ich werde dann wahrscheinlich ein bisschen LOL zocken oder so. Ich glaube, ich brauche auch ein paar LOL-Folgen, das muss ich abchecken. Kurz darauf. You showed up a few weeks ago on my show acting like you own the place. You insult me and my wife and then cut every corner possible by creating your own title. Not to mention forcing Elias to compete with a random stipulation he wasn't prepared for. Well, I am sick of it. You want your match? You've got it. My legitimate, illustrious title versus your second-rate imaginary title. At Hell in the Cell, we're done playing make-believe because I'm going to show you what it's like to live in the real world. Ja, komm her. Kriegst auf die Fresse von mir. Buzz has his match with The Miz, so what's Kurt Angle doing out here? I'm glad you two are finally going to face off. One-on-one. That's right. Maurice, Elias, and the Miztourage will be banned from ringside. And since Buzz's title is on the line, the match will be held under his title stipulations. Which means it will be a steel cage match. Oh yeah, bitch, please. Oh, you gotta be kidding me. Oh yeah, ja, wir haben ein Titelmatch und werden doppelter Titelträger und der Miz wird weinend im Ring liegen, denn er kann nicht abhauen, denn er ist scheiße und wir sind the best in the world. Wir müssen actually jetzt mal schnell beenden, weil ich muss eigentlich langsam echt pissen. That music can mean only one. Wir sind schon bei Hell in a Cell mittlerweile. Wieso hängt da oben ein Hell in a Cell Käfig und kein Steel Cage Käfig? Zumindest sah es so aus. Ich meine, hier war doch ein Steel Cage. You can feel the electricity running through this arena. This is going to be Spieler muss battle. gewinnen. One Das on kriegen wir one. hin. Mano a mano. Wir könnten ruhig ein bisschen mehr Schaden bekommen, sagen wir es mal so. So. Beautiful technique. Na, da haben wir zu spät gecountert. Precarious position here. Das ist ziemlich buggy. Autsch. Ah, wir lassen uns kurz in die Fresse gehen. Wir haben gleich wieder 2 Reversals. Drop down. Oder auch nicht. Mein Reflex ist eine Bitch, habe ich ja schon mal gesagt. Big time slam. Vicious. What a stomp. Good. So, bleib mal bitte unten, ja? Danke. Und schön in den Moneymaker rein. Auch wenn keiner The Miz Gesicht mag.
Keiner mag ihn überhaupt irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Auch wenn er einer der besten Heels ist in der WWE. Deswegen mag ihn ja auch keiner. Right in the mouth, relentless. The Miz looking a little bit shaken. He has an amazing opportunity here to cement his legacy as one of the greatest champions in recent memory. Hey, you're gonna absorb some punishment in a wrestling match. It just goes along with the territory, and he knows that. I doubt he's all that concerned at this point. You seem more motivated than ever heading into this match, which makes me think he still has plenty of fight left in him. Aber uns dauert das jetzt ein Match, muss man Counter generieren. Das finde ich echt ein bisschen schade, dass man keine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen, wenn man Guys, a lot of people are predicting a new champion here tonight. Even a poll on WWE.com earlier today predicted we'd have a new champ. But if the champion into the cover, and the champ kicks out. Den neuen Champion werden wir auf jeden Fall haben. Mein neuer alter Champion eher. Autsch. Steh auf, Junge. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Danke. Harsh impact. So, und gegen den Ring. Corey, I have to disagree with your earlier comment. I'm with the masses on this one. I think tonight is the night we crown a new champion. Well, either way, guys, this has been one heck of a match up to this point. And I think it's only going to get better. Komm, kriech hoch. He doesn't look too eager to get up, and I don't blame him. Wir warten jetzt mal kurz. Ich hätte es easy countern können, aber jetzt haben wir 2 Counter. Not looking good for the champ here. But he's the champ for a reason. It's going to take a whole heck of a lot more to stop him here tonight. Well, he's not going to go quietly. No superstar worth his salt ever does. Oh boy, he is jumping knee strike on point. So. I can't believe it, Michael. Hoch mit dir. Hoch, ja. He'd be wise to stay right there. Oh, nee. He is rolling. What do we got here? Er hat kein Reverse mehr. Wir können machen, was wir wollen. There, guys. Face first. He has something big planned. He caught him slipping. The champion into the cover. And it's the Miz able to stop the count. Too soon. Oh, here we go. What a strike. Aber this is not where you want to be. Now in full control. so. Wir haben bald wieder den Finisher. Wenn wir den durchgebracht haben, versuchen wir wieder rauszukriegen. Ich wollte jetzt actually eigentlich nicht. Aber ja. Thought he slips out. Wow, looked to me like he had it locked in pretty good. Jeder weiß, dass keine Submission kann. Watch it, Miz. Da kriegt er seinen Signature-Move durch. DDT. We may be looking at our winner here, guys. Steh auf, weiter. Steh auf. Ja, danke. You gotta wear your opponent down. Find that little weakness that could help you end up with a victory. Oh, rein mit dir. Und runter. So, ja. Komm, steh auf, Dimmel. As a reminder, both titles are on the line here tonight. Jumping knee strike on point. So. This one is over. You'd think one of these times this move would actually end the match. Finisher durchbekommen, ich hoffe mal. He's teetering on the edge here. Right to the chest. So. That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. Und wir klettern jetzt raus.
Ich hoffe mal, der braucht jetzt eine Weile zum Aufstehen. So. Perhaps the most memorable double title match occurred in WrestleMania 6. Hopp. Hopp. Kommen wir durch. Und wir klettern jetzt quasi schon raus. Tja, The Miz, musstest du schauen, wie wir deinen Titel wegnehmen, meinen verteidigen Opfer. So, gewonnen. Ich glaube, wir hätten ihn auch actually pinnen können, weil er war quasi tot. Oh boy, I can't believe that thing ended like that. Here's another look at a steel cage match for the ages. Ja. That was just one of those matches that the men involved should just be proud to be a part of. A legendary performance. Moneymaker vom Boden. From the opening bell, this match was one for the ages. Schöner I'm almost Finisher. speechless. Almost. You're looking at the first ever superstar to simultaneously hold the Intercontinental title and, for lack of a better term, the Buzz title. Yeah, his carry-on bag just got a little bit heavier. Yeah, if I were the Miz, this match would be under protest. It should have never taken place under these rules. Well, it did, and now we have a new champion. You can protest all you want, Tja, but it's wir not sind going Double to Champion, change The Miz. what happened. Wie gefällt dir das? Easy win, würde ich mal sagen, so ganz nebenbei. So, mal gucken. Kommt eine Zwischensequenz. Ja. You did it! You finally shut up the Miz. I don't know about that, but I did beat him and take his Intercontinental title. That's good enough. Thanks for helping me along the way. We make a pretty good team out there. We did. If you ever need someone to dress up in a ridiculous costume to send a message to one of your opponents, I'm your guy. I'll remember that. Hey, Sasha, you mind if I have a moment to talk business with the champ? Yeah, no problem. Ich hätte immer noch lieber Alexa Bliss. I was thinking about calling myself Champ Squared, actually. You know. Yeah, about that. Not to put a damper on your big victory, but according to WWE regulations, you're only allowed to hold one singles title at a time. I could try to circumvent the rules and let you hold both, but Triple H would just force you to vacate one anyway. You really know how to ruin a party. I'm sorry. So which title would you like to keep? Wir behalten unseren. That had to be a tough decision. If it's any consolation, I'll give you the rest of the night to celebrate with both championships. Thanks. Aber seit wann darf er nur einen Titel halten? Ich kann mich nur gut daran erinnern, dass jemand den World Heavyweight Champion Titel und den WWE-Titel gehalten hat oder irgendwie sowas in der Art. Also es gab locker mehrere, die schon die 2 Titel auf einmal gehalten haben. Was soll denn der Kack jetzt hier? Ihr wollt euch doch alle nur ans Bein pissen, ne? Ich seh's schon. Alle haben was gegen uns, aber wir sind trotzdem the best in the world. Und deswegen behalten wir auch den Titel, weil der ist einfach cooler als wie der Intercontinental-Titel. Alter, der Intercontinental-Titel hatte fucking The Miz. The Miz, Alter. Der Lappen, den wir so easy fertig gemacht haben, aber egal. Das war's mit der Folge. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.